Der GMP Pharma-Kongress in Wiesbaden gilt als Europas wichtigste Pflichtveranstaltung für die Pharmaindustrie. Über 1100 Teilnehmer, mehr als 120 Fachvorträge und ein Thema, das sich fast durch alle Sessions zog, nämlich die Frage, wie viel Digitalisierung in einem hochregulierten Umfeld möglich und nötig ist. Marc war vor Ort und wir berichten heute, was ihn überrascht hat, oder wir reden darüber, was ihn überrascht hat, wo die Branche wirklich steht und warum zwischen Vision und Umsetzung oft mehr Handwerk als Technologie steckt. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. So, du warst in Wiesbaden. Was war dein erster Eindruck? Pflichtveranstaltung oder wirklich relevant? Also erstmal war Wiesbaden schön, weil es war um die Ecke. Jetzt redet ihr über Wiesbaden. Aber es war im Prinzip beides. Okay. Ja, also es ist sowohl eine Pflichtveranstaltung, weil wenn man in irgendeiner Form in diesem Bereich arbeitet und es ist sozusagen wirklich bei uns ja fast vor der Haustür, dann geht man da hin. Aber es hat sich ja schon, ich habe mal extra im Archiv gewühlt. Wir sind ja eigentlich schon seit ewigen Zeiten irgendwie im Pharma-Thema unterwegs. Also ich habe hier eine Agenda von einer Veranstaltung gefunden, die wir in 2005 gemacht haben. Da ging es um elektronische Formularerfassung und Verarbeitung in der pharmazeutischen Industrie. Weil das ist ja schon ewige Zeiten her, aber da kann man ganz sicher sagen, eher einen technischen Fokus. Wenn die Veranstaltung in Wiesbaden war ja jetzt quasi eher eine von der anderen Seite kommende, oder? Kann man Absolut. Das so sagen? Also diese Veranstaltung in Wiesbaden hat auch den Titel, da ging es eher um GMP, das heißt diese Good Manufacturing Processes. Und das heißt, das war definitiv der Fokus auf die Herstellung von Arzneimitteln, was ich dort alles an Regularien beachten muss, dass am Ende ein Produkt rauskommt, was quasi validiert und geprüft werden kann. Kann man dann sagen, dass bei den Veranstaltungen, wo wir normalerweise unterwegs sind 90% Techniker und 10% Fachleute. Und hier war es genau umgekehrt, dass 90% Pharma-relevante Menschen da und wir quasi eher zur Minderheit, also mit dem, sagen wir, eher technischen Hut eher zur Minderheit gehörten? Ja, kann man so sagen. Also was war wirklich, ich will mal sagen, sehr erfrischend auf dieser Konferenz. Es waren alle großen Player vor Ort. Also Player meint Unternehmen, die Unternehmer und Aussteller, alle waren da. Alle namhaften Firmen, die man kennt, waren im Prinzip da. Wir können die ganze Latte durchgehen. Und es waren nur Fachleute da. Das heißt, der Fokus war definitiv, lag auf Meinungsaustausch, in welche Richtung bewegt sich die Branche, kann ich dort, wo gibt es News? Und das war definitiv eine komplette Fachveranstaltung ohne große Marketingbereiche. Es gab ja dann mehrere Streams, wie man sagt, also mehrere Themenstreams. Ja, es ging natürlich viel auch wirklich um Hardware, um knallharte, sag ich mal, so Reinräume, wie kann ich Maschinen, die dort sich befinden, Robotik. Das sind Themen, die total spannend sind, mit denen haben wir nichts zu tun. Aber letztendlich, wir sind dort, also ein Stream hat sich wirklich mit Digital Transformation und AI und das ist mehr oder weniger genau unser Thema. Und das quasi in diesem GMP-Umfeld. Und das ist natürlich für uns total interessant gewesen, weil wir dort einfach auch wirklich auf die Leute getroffen haben, mit denen wir oft auch zu tun haben. Kann man denn sagen, ich meine, das ist eine Digitalisierung, reden wir ja seit 100 Jahren von, das ist jetzt der Haupttrend. Jetzt geht es als nächstes um KI. Kann man sagen, dass KI dann angekommen ist, aber anders angekommen ist, als es sich jetzt Microsoft wünscht? Also wird in der Pharmabranche, werden dann tatsächlich auch KI-Methoden eingesetzt oder ist es ein frommer Wunsch? Kann man das jetzt schon so sagen? Also wie die Botschaft innerhalb der Veranstaltungsreihe war? Ja, also da muss man ein ganz bisschen ausholen. Das bedeutet ja, wenn wir uns in dem Umfeld bewegen, wird alles dafür getan, damit ich am Ende einen Prozess validieren kann. Das bedeutet, ich muss alle Prozessschritte, die mit und ohne der Maschine zu tun haben, am Ende so dokumentiert und freigegeben haben, damit ich ein Arzneimittel zum Beispiel produzieren kann. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es Regularien, die sind seit 50, seit 100 Jahren bestehen, die sind total kompliziert und jetzt kommt da was Neues, nämlich KI. Und natürlich wissen alle, dass alle wollen das unbedingt einsetzen, weil sie natürlich hoffen, dass sie in irgendeiner Form eine Zeitersparnis rausholen können. Aber das macht es natürlich nicht einfach. Und im Vergleich
zu vielen anderen Branchen stecken wir hier jetzt in dem validierten, regulierten Umfeld noch in den Kinderschuhen. Aber KI klopft an die Tür und klopft feste. Da habe ich ich glaube, in einem LinkedIn-Posting gesehen, dass 70% der Pharmadaten noch immer papierbasiert seien. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil so die Wahrnehmung, die wir jetzt bei unseren Kunden haben, ist eigentlich eine andere. Wo kommt jetzt, stimmt es oder war das, wie soll man sagen, war das jetzt irgendwie eine Fehleinschätzung? Dort, wo wir uns bewegen, letztendlich bei allen großen Konzernen, ist alles digital. Aber interessant, dort, wo wirklich Arzneimittel produziert werden, da sind Maschinen, die sind 10, 20 Jahre alt, die machen ihren Job super gut. Aber diese Maschinen, die hängen nicht an einem Computersystem. Das heißt, dort zum Beispiel so eine Charge, die schmeißt ein Protokoll raus, was auf Papier steht. Und das ist eben kein Einzelfall, sondern da wird massenhaft Papier produziert. Und das wird erstmal dann mühsam, muss das in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und da steckt natürlich enormes Potenzial darin, das in irgendeiner Form zu optimieren. Das heißt, man muss jetzt irgendwie schon, wenn man KI einsetzt, braucht man schon irgendwie eine Grundlage, dass man die Regularien kennt, dass man auch weiß, wie weit man gehen kann. Man braucht vernünftige Datenmengen. Was braucht man noch, um jetzt im Pharmaumfeld KI einsetzen zu können? Wenn wir an KI denken die meisten wahrscheinlich an sowas wie, die ganzen Chat-Agents, die da draußen sind, oder das, was wir als Generative AI bezeichnen. Das sind Dinge, das sind KI-Modelle, die für die Pharmaindustrie in dem Bereich nicht unbedingt passend sind, sondern es geht eher darum, dass ich KI-Modelle nehme, denken wir zum Beispiel an Bilderkennung, das sind dann Modelle, die ein Stück weit geschlossen sind, die werden trainiert mit Daten, die ich auch kontrollieren kann, um dann das zu erreichen, was eigentlich eine KI fast nicht kann, deterministisch zu sein. Das bedeutet, ich möchte, dass wenn ich zweimal dieselbe Frage stelle, sollte möglichst zweimal das Gleiche oder fast das Gleiche rauskommen. Das ist quasi mit ChatGPT und Co. so gut wie nicht möglich. Und das muss man versuchen, dass man das in diesem Umfeld hinbekommt. Und das bekomme ich hin, wenn ich dieses Modell trainiere. Und dann kommt der Punkt, man redet davon dann quasi von einem Frozen Model. Wenn wir einen Punkt erreicht haben, dass es trainiert ist mit diesen ganzen Daten, dann wird es abgeschlossen und dann bleibt es so. Da muss man es natürlich die ganze Zeit weiter beobachten, aber man hat große Chancen oder das ist das Ziel, dass man letztendlich dann dort in dem gewissen Bereich nachvollziehbare Ergebnisse erhält. Also vereinfacht ausgedrückt, ich kann jetzt nicht einfach ChatGPT nehmen und knalle da meine Daten rein und hoffe, dass es irgendwie validiert wieder irgendwas herauskommt. Ich muss mir dann schon Jetzt ist ja diese Regulatorik und die ganzen Verordnungen und so weiter, die sind ja, sagen wir mal, auch relativ starr, müssen ja auch starr sein, weil ich mich daran orientiere. Wie gehen die jetzt, also quasi die Behörden, mit dieser neuen KI-Herausforderung um? Ja, total interessant. Also da erinnern wir uns an wie in der Politik. Letztendlich, wir werden überholt von Innovationen. Und in diesem riesen Regularienhaufen, den es letztendlich gibt, ist es so, da gibt es Veränderungen. Und zwar jetzt, wenn wir noch einmal zurückgehen, es gibt ja nicht nur KI, sondern es gibt ja auch andere Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind. Das heißt, Projektmethoden haben sich komplett verändert, von Wasserfall hin zu agilen Projekten. Cloud-Systeme sind gekommen, noch andere Technologien, die einfach reindrücken und darauf muss sozusagen so ein Regularien-Framework reagieren. Und das haben sie getan. Es gab, glaube ich, 2022, das heißt GAMP, das wurde eine neue Fassung, wurde rausgegeben, um darauf zu reagieren. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt, der jetzt quasi eigentlich noch innovativer ist, sagen wir so, unter dem Schlagwort Annex 22, da dreht sich alles um KI. Weil sie gemerkt haben, okay, wir haben hier ein Problem oder eine Chance. Wir müssen uns darauf in irgendeiner Form einstellen. Was können wir tun, damit wir KI-Tools und Methoden in unserem regulierenden Umfeld zulassen? Und die sind jetzt gerade dabei. Es gibt einen ersten Vorschlag, der ist 2025 ist der veröffentlicht worden. Und naja, es dauert jetzt. Es gibt, glaube ich, unfassbar viele Kommentare. Die müssen jetzt alle wieder bearbeitet werden und so. Das heißt, wir können ungefähr in weiß ich nicht, 1-2 Jahren mit einer Fassung rechnen, wo wir dann KI-Tools letztendlich auch hierfür einsetzen können. So ein bisschen kommt mir das aber immer vor wie Fuchs und Hase, so die Behörde auf der einen Seite und das Unternehmen auf der anderen Seite.
Andererseits waren aber jetzt auch Vertreter der Behörden, der reguliert, also Auditoren waren ja auch vor Ort und wenn Ja. ich das richtig verstanden habe, waren genau auch diese Vorträge sehr stark nachgefragt. So nach dem Motto, jetzt will ich mal hören, mit welchem Mindset dann so ein Auditor in so ein Unternehmen geht. Hast du dir das angehört? War das interessant? Ja, also das war total spannend, weil diese Auditoren, und da waren wirklich 2 Hochkarätige vor Ort, die haben referiert und der Raum war brechend voll. Weil man kann sich vorstellen, bei dieser Veranstaltung ist natürlich, das geht immer, also ein großer Teil geht darum, was muss ich dafür tun, um validiert zu werden mit einem möglichst geringen Aufwand. Und dann stehen diese Auditoren da vorne und plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen und es ist genauso, wie du sagst. Sie gehen hin und sagen, hey, wir sind überhaupt nicht die großen Bürokraten. Wir wollen das gar nicht. Wir sitzen alle in einem Boot. An uns liegt es nicht. Wir sind nicht die Bürokraten. Wir möchten Prozesse vereinfachen. Und dann haben sie viele Dinge auch gesagt, dass sie erzählt haben, es geht nicht darum, viel hilft viel. Das heißt, in den vergangenen Jahren Also wurden, sich kaputt zu dokumentieren oder so. exakt, ne, da wurden nicht nur bildlich, sondern da wurden Aktenberge produziert. Und wenn ein Auditor in die Firma gekommen ist, dann wurde dem wirklich dann so Man Papierberge. ist beschäftigt oder Ja. kann er sich eine Und er sagt halt, das ist mehr oder weniger, das führt zu negativen Bewertungen letztendlich. Die sagen, wir möchten wirklich da, wo es notwendig ist, möchten wir diese Informationen haben. Und da, wo es nicht notwendig ist, möchten wir keinen Müll lesen. Das heißt auch überall, alles wird mit unterschrieben. Warum sind hier 17 Unterschriften? Mhm. Warum nicht 3? Hm. Warum müssen Oh, hier 17 interessant. Leute unterschreiben? Interessant. Die können das gar nicht alles übersehen und so weiter. Und Mhm. das war schon total interessant. Und natürlich lassen die immer Wörter fallen und wir müssen dann in der Richtung mehr machen und hier weniger. Aber kann man dann so sagen, wer traut sich jetzt den ersten Schritt zu machen? Ich meine, jetzt hat die Behörde ja möglicherweise mit dem Annex und mit dem Kampf was vorgelegt. Ja. Und jetzt müsste ja möglicherweise ein Unternehmen darauf reagieren und das eine oder andere ausprobieren, vielleicht vor dem Risiko, das, was jetzt in dem Regelwerk steht, fehlinterpretiert zu Genau. Total spannend. Also ich meine, ich hätte nie gedacht, dass man jetzt sagte, okay, das validierte Umfeld ist spannend und so, aber es ist wirklich so ein Krimi. Wer fängt an, wirklich die Hosen runterzulassen und zu sagen, okay, wir nehmen dich beim Wort und wir werden das jetzt einfach Sehr effektiver spannend. durchziehen. Vielleicht kann man das nochmal ganz kurz sagen, so ein Auditor hat ja durchaus die Hoheit. Wenn er in die Produktion kommt und stellt da irgendwelche Unregelmäßigkeiten fest, dann kann er die Tür abschließen und dann steht die Produktion. So ist Die haben ja schon eine sehr hohe Macht, was das Einhalten dieser ganzen Vorgaben angeht. Absolut. Und die sind letztendlich gilt das weltweit. Also unsere Kunden sind fast alle weltweit tätig. Und das bedeutet, wenn der auf ein Werk geht und das abschließt, dann ist sozusagen für den Bereich ist da Ende Gelände. Wenn wir schon dabei sind, davor, um ein Medikament freigeben zu lassen oder eine Produktion dafür, ist es natürlich immens wichtig, dass dort keine Verzögerungen sind. Da läuft dieser Patentschutz. Klar. Und jeder Monat, der dort länger läuft, ist sozusagen aus Pharmasicht bares Geld. Und auf der anderen Seite betonen sie natürlich immer wieder, wir haben immer dieses Patientensicherheit, ist sozusagen das Wichtigste, was wir haben. Auf der anderen Seite natürlich die Zeit. Jetzt nochmal zurück zu dem Vortrag des Auditors oder wie sagt man, ist das Auditor? Ist der gut? schon, ja. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid so bürokratisch, liebe Industrie, hat er denn auch einen Lösungsvorschlag dann oder eine Empfehlung ausgesprochen oder hat er nur gesagt, naja, ihr könnt das ja auch ein bisschen entspannter sehen? Das ist natürlich so, da muss man von der Geschichte her zu sehen, so ein Validierungsprozess, es sind keine harten Fakten, sondern es sind Empfehlungen, nach denen du dich orientierst. Da gibt es natürlich Erfahrungswerte und alles, aber man kann es nicht einfach durchixen. Und deswegen ist es, du musst dich ein Stück weit, hat es was mit Erfahrung, auch Vertrauen zu tun, dass du den ersten Schritt machst und sagst, okay, ich gehe da jetzt auch risikobasiert ein Stück weit rein und man kennt sich ja auch. Und letztendlich, die sagen ja auch, wir sitzen alle in einem Boot und es kommt selten vor, dass ja jemand kommt und er kennt das Unternehmen nicht und so. Man tastet sich dann schon vorher an und dann, also. So, jetzt zu den spannenden Sachen, oder sagen wir mal so, zu den Vorträgen, die spannend waren. Ja. Wir haben ja so 2, 3 interessante Beispiele mitgebracht. Das eine war die KI-gestützte Auswertung von Ackerplatten. Ja. Was ist das? Sehr interessant. Das war da ganz kurz davor. Das hatte ich auch noch nicht so erlebt. Das war ja eine große Ausstellerfläche und das war die Keynote, in dem Fall von Eli Lilly. Die war im Ausstellungsarea sozusagen. Exakt, ne? Weil das war so eine große Veranstaltung mit so vielen verschiedenen Streams und dann haben die quasi
quasi die Keynote einfach Oh, in cool. die Ausstellerfläche gepackt. Gut. Und da ist auch keiner gesessen, alle sind gestanden. Das kenne ich sonst einfach anders. Hat beides Vor- und Nachteile, aber das auch war mal sehr interessant. Und das heißt, war natürlich auch, diese Ausstellerfläche war halt immer voll. Super. Ja? Da ging es um KI-Bildverarbeitungsprozesse. Ganz genau. Also da muss man sich vorstellen, letztendlich haben die so Petrischalen Mhm. und da waren Nährstofflösungen drin und die laufen so 30.000 von diesen Petrischalen laufen da am Tag durch Maschinen durch. Und was machen die? Da muss man erstmal gucken, verändert sich da was? Und bei 98% passiert gar nichts. Und jetzt ist es so, Stand heute, da guckt ein Mensch drauf und nicht nur irgendeiner, sondern ein Wissenschaftler. Und die haben es auch so beschrieben, so von der Voraussetzung, I hate it when highly skilled people do stupid jobs. Ne? Sehr gut. Ja, und letztendlich ging es dann dazu, dass sie gesagt haben, okay, können wir nicht mit KI-Methoden, in dem Fall war das quasi so Bilderkennung und Verarbeitung, feststellen, hat sich dort in irgendeiner Form etwas verändert? Und wenn ja, klar, dann kommt der Mensch, der muss drauf gucken, muss es bewerten, nochmal. Warum fandst du das jetzt interessant? Ich meine, das machen wir seit 6 Jahren, 7 Jahren, dass wir so bildverarbeitende KI-Prozesse nutzen. Richtig, ist natürlich interessant, weil die das jetzt innerhalb wirklich in der Maschine sozusagen betreiben. Und das ist aus deren Sicht natürlich war das schon irgendwas Neues. Klar machen wir das auch, aber letztendlich hängt es hier direkt an so einem maschinennahen Prozess. Wer war das Eli Lilly Ja. tatsächlich? Okay. Und das zweite fand ich ja noch interessanter, Regulatory Intelligence. Weg von einer fragmentierten SharePoint-Lösung hin zu einer regulierten SAP HANA-Lösung. Als ich das gelesen habe, was du geschrieben hast, Ja, bin ich einen kurzen Moment sprachlos gewesen. das hatte jetzt in dem Fall weniger was mit KI zu tun. Da ging es vor allem um Digitalisierung und also Digital Transformation. Das war so ein Beispiel. Das wurde als Erfolgsgeschichte moderiert und ich musste einfach schmunzeln, weil viel, was wir dort gesehen hatten, erleben wir den ganzen Tag. Es war dann auch dort, ist es so, die hatten eine Softwarelösung gebaut, der Fachbereich selber mit ein paar talentierten, digital affinen Mitarbeitern und haben sich da selber bei irgendwas gestrickt und dann haben sie gemerkt, okay, jetzt kommen wir an eine Wand, da geht es nicht weiter und das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht und sind dann letztendlich zur IT-Abteilung und die IT-Abteilung hat das gemacht, was sie immer macht, die hat dann irgendwas empfohlen, wo sie sich auskennt und dann sind die mit so einem Prozess, wo ich gedacht hätte, so, es gibt 10 andere Dinge, dann sind die damit komplett nach SAP HANA gelaufen. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und da wurde auch gefragt, mit wie vielen Leuten haben die dann, glaube ich, es waren 10, 15 ITler über ein Jahr hinweg. Ich will gar nicht wissen, was es alles gekostet hat. Das war wirklich interessant. Das erleben wir so oft, dass einfach zu spät Leute aus IT oder IT-Techniker, die dann ins Boot geholt werden. Und dann passiert sowas, dass ich das längst über ein Ziel hinausgeschossen bin. Leider ist in dem Fall das Falsche, um dann das Projekt neu aufzusetzen. Um dann quasi so einen Plattformwechsel voranzutreiben, fand ich schon bemerkenswert. Wie war der Tenor innerhalb des Vortrags? Also war man von der Lösung jetzt am Ende angetan? Im Sinne von, hey, guckt mal, das ist so eine Art Best Practice, man kann das auch mit SAP HANA machen? Oder? Es war ja ein Fachvortrag von dem Fachbereich. Die hatten ein super stressiges Jahr, um das auf die Straße zu bringen. Die hatten das endlich, man hat es denen angemerkt, dass die diesen Druck weg hatten, ein IT-Projekt zu betreiben, weil die es einfach nicht, das war zu groß für die, die konnten das nicht stemmen. Also waren dann schon zufrieden mit dem Ergebnis? Die waren nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil letztendlich hat ja die IT auch die ganzen Kosten dafür bezahlt. Also, aber wir mit unserer IT-Brille hätten gesagt, ja Freunde, ihr habt eine gute Technologie, das hätte man möglicherweise mit einem anderen Partner, mit einem anderen, also jetzt wir wollen natürlich ein bisschen Werbung ist es immer, weil die Überschrift, wer das dann umsetzt, hat ja damit zu tun. Da kommt dann tatsächlich ein Partner ins Spiel, der die Prozesse kennt, der die Technologie kennt und der gemeinsam mit dem Kunden dann das beste Werkzeug aussucht und nicht sagt, wir haben SAP HANA im Portfolio, das ist das einzige Ding und dann machen wir es eben mit SAP HANA. Ja. Also definitiv ist etwas, das haben wir auch festgestellt, das wurde auch an einigen Vorträgen so ausgedrückt, diese Rolle, die wir dort einnehmen, dass du in mehreren Welten verstehst, worum es dort geht.
Ne? Weil natürlich gibt es Firmen wie wir, die eine technische Expertise in diversen Tools haben, aber das reicht ja nicht. Du musst ja in der Lage sein, dass du mit einem Fachbereich Absolut. nicht nur auf Augenhöhe redest, sondern quasi in dem Fall als Berater auftrittst, dass man gemeinsam Dinge evaluiert und letztendlich dann, ja, mag ja sein, es gibt einen Grund, dann zur SAP zu gehen. Ja, absolut. Ich Weil- will ja auch nicht in Genau, nicht in es Frage gibt, stellen. um das dann letztendlich so einen Weg dann an der Stelle zu gehen. Und das war total interessant, weil man sieht natürlich, wir brauchen das ja auch aus der Techie-Sicht, dass wir Leute im Fachbereich haben, Klar. die ein technisches Verständnis haben, damit wir uns da mit denen gut unterhalten können. Naja, also Aber deshalb ja auch mein Beispiel von 2005. Wir haben ja irgendwie gar nicht so richtig gemerkt in den letzten Jahren, was wir an fachlichem Pharma-Know-how aufgebaut haben, dass wir die Dinge einfach auch ganz anders beurteilen können und im Sinne der Aufgabenstellung für den Kunden, mit dem Kunden beste Technologie und beste Umsetzung auswählen können. Ja. Das ist ja naja, ich würde die schon. Quintessenz irgendwo. Ja, also ist dann schon so, wenn man sich bei uns anguckt, die Leute, wie sie bei uns in den Projekten stecken, sind das, wo sie früher in der reinen Technikecke waren, Absolut. hängen schon längst viel mehr in diesen ganzen Businessrunden drin, werden da reingeholt, befragt, warum können wir das so machen, geht es so schneller, ist das eine gute Idee? Ja. Also diese Rolle nehmen wir schon seit mehreren Jahren ein, mehr und mehr. Wichtigste Erkenntnis aus der Konferenz? Wir sind da gut aufgehoben. Ich fühle mich ein Stück weit bestätigt. Wir haben ja bei uns in den Dingen, die wir mit KI gerade jetzt in diesem regulierten Umfeld betreiben, da sind wir nach wie vor auf einem guten Weg. Wir haben das Glück, dass wir auch viele Projekte im nicht regulierten Umfeld haben. Da haben wir natürlich viel mehr Freiheitsgrade. Und deswegen ist es für uns einfach interessant zu sehen, was können wir quasi in den regulierten Rahmen mit übernehmen. Und deswegen war auch jetzt gerade die Sessions mit den Inspektoren war super, die Gespräche mit den Kunden vor Ort. Das war einfach eine runde Veranstaltung. Die Veranstaltung selber war sehr gut und das war gut. Ich habe ja mit Markus, der auch unten war, und mit dir viel gesprochen, so über eure Quintessenz und was ihr mitgenommen habt, was sehr interessant war. Ihr habt kein einziges Mal gesagt, ja, dieser Vortrag, der war mir zu werbe- oder zu marketinglastig, was sehr, sehr oft in diesen ganzen Technologie und SAP und Microsoft und sonstigen Shows. Ja, hier war, also es war wirklich so, dass ich gedacht habe, oh, das hat sich ja wirklich gelohnt, gute Zeit, man hat einen ganz anderen Eindruck mitgebracht, dass man wirklich sagen kann, es hat sich gelohnt. Ja. Was ist das Ziel für nächstes Jahr? Ich denke, dass wir dort einfach einen Vortrag halten werden und uns da weiter zeigen werden. Weil wir haben genügend Projekte in dem Portfolio, die wir da anbringen können und definitiv auch einen Mehrwert für diese Veranstaltung beisteuern können. Spannend, wirklich spannend. Weil wir sind ja auch schon, ich mit meiner Republika, wir sind ja dann schon immer auf anderen Konferenzen unterwegs, aber das, was man dann auf diesen anderen Konferenzen mit nach Hause bringt, sind eher so auf so einer Metaebene oder Präsentationstechnik oder was auch immer. Hier waren es viel mehr inhaltlich für unsere tagtägliche Arbeit relevante Informationen, Eindrücke, die wirklich wertig waren. Das kann man so sagen, oder? Man hat tatsächlich auch eine Begeisterung gespürt bei dir und bei Markus. Ja, aber es ist komisch, ne? Eigentlich ist es ja ein furchtbar trockenes Thema, um das man irgendwie jahrelang immer rumschleicht und keiner. Aber es ist wirklich ein total interessantes Thema. Ich weiß noch, als wir damals mit dem Windows 2000 Standardisierungsprojekt bei Sanofi oder Aventis damals unterwegs waren. Und dann hieß es dann plötzlich aus einer Ecke, ja, wir brauchen da wir sind da im Rekrut. Ich habe gedacht, wovon sprecht ihr da? Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Aber wenn man das dann jetzt in dem Laufe der letzten Jahre, was sich dann da so im Kopf geklärt hat, aber ich glaube auch, die wussten damals nicht so genau, worauf sie sich einlassen. Ja. Das war schon super. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Wunderbar. Jetzt muss ich meinen Schlusssatz sagen, aber du hast ja gesagt, ich soll mal was anderes mir überlegen. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal.